Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Wie ihr wisst, werde ich bald heiraten. Ich habe dazu auch ein Hochzeitsplanungsvideo schon online gestellt. Das findet ihr oben in dem Link. Da berichte ich über alles, was es zu bedenken gibt bei der Hochzeitsplanung. Und jetzt bin ich schon hier total im Eingemachten, denn es ist schon bald soweit. Bald ist gut, also es ist immer noch über einen Monat. Aber das heißt, ich muss mich jetzt um Schuhe kümmern. Den Rest habe ich auch schon. Brautkleid steht schon fest, Brautfrisur steht schon fest. Und auch dazu gibt es noch Videos, die verlinke ich euch unten in der Infobox bzw. oben in dem Infobutton. Und jetzt heute in diesem Video sind Schuhe dran. Da habe ich bei ASOS so richtig eingeshoppt. Also ASOS hat jetzt nicht so die klassischen Brautschuhe, wie man sie so kennt von Brautshops oder Brautkleidgeschäften. Aber da gibt es wirklich einiges auch zu entdecken und deswegen habe ich dazu geschlagen und will euch jetzt heute einfach mal meine Haul zeigen. Natürlich werde ich diese Schuhe nicht alle behalten, aber es sind wirklich auch so, wenn man jetzt sagt, man heiratet nicht, sind es tolle sommerliche Sandalen bzw. eher High Heels, aber echt geile Sachen dabei. Und ich gehe jetzt einfach mal diesen ganzen Stapel der Reihe nach durch. Das erste sind diese Schuhe, High Heel Sandalen sozusagen von Missguided. Richtig geiler Schuh, die auch schön gepolstert sind. Darauf achte ich immer jetzt, wenn ich vor allen Dingen Brautschuhe kaufe, aber auch sonst sollte man darauf achten. Bei Brautschuhen muss man extrem lange stehen, deswegen ist dieser Absatz wahrscheinlich eher ungeeignet, außer ich nehme noch ein zweites Paar dazu, die bequemer sind, aber so Pfennigabsätze gehen halt extrem dann irgendwann auf die Ferse und auf die Fußballen, das wird dann schmerzen, wobei hier dieses gute Polster drin ist. So unbequem waren die dann auch gar nicht, aber auf Dauer ist halt wirklich fragwürdig. Ich bin jetzt gerade total auf dem Trip, dass ich unbedingt Sandalen mit Riemchen möchte. Das habe ich mir jetzt einfach so eingebildet und diesen Sandalen-Stil finde ich gerade aktuell super schön. Ich weiß, dass offene Schuhe als Brautschuhe nicht so der klassische Brautschuh sind. Ich finde es aber sehr schön und die sind eben in so einem ganz zarten Rosa oder in so einem Blushton. Mein Kleid ist auch nicht ganz weiß. Von dem her würde das gut passen. Man sieht die Schuhe, ja, wenn wir mal ehrlich sind, sowieso fast nicht. Also die gefallen mir, wie gesagt, gut. Das zweite Paar ist ein leichter Rosaton. Oh, der Bademantel ist abgestürzt, der kommt auch gleich noch. Das ist jetzt kein Leder mehr, sondern es ist so eine Art Stoff. Auch die sind ein bisschen gepolstert, aber bei weitem nicht so stark und nicht so bequem wie die anderen. Aber durch den breiten Absatz sind die doch viel bequemer. Man steht viel besser. Vorne ist es auch, ist die Sandale auch breiter, aber dafür sehen sie auch absolut nicht so filigran aus, sondern eher ein bisschen klobiger. Aber auch so als Sommersandale total hübsch. Wirklich auch mal für den Biergarten gut geeignet oder um auf mal ein kurzes Stück über eine Wiese zu laufen. Was mich jetzt als Brautschuh sozusagen ein bisschen stört, ist die klobige Schnalle hier. Und weil sie silber ist. Irgendwie stört mich das, aber als Sommersandale wird es mich nicht mehr stören. Nächstes Paar sind geschlossene Pumps in Grau. Und das ist mir jetzt doch zu dunkel. Ich dachte, es kommt ein bisschen heller raus. Die sind von ASOS Shoes und sind vorne super eng. Also da quetscht es die Zehen extrem auch durch, dieses spitz zulaufende. Der Absatz ist hier auch wieder ganz gut, schön groß, man steht gut, aber sie sind halt auch extrem hoch. Das waren die anderen auch, aber irgendwie unbequem. Ich weiß es nicht, aber sehr, sehr schöner Schuh. Ich überlege mir, die fast für die Arbeit zu behalten. Als Hochzeitsschuh ist es für mich jetzt nicht ganz geeignet, weil sie mir dafür einfach zu dunkel sind, aber für die Arbeit hat es doch was mit dem schönen Rock. Und dann habe ich noch ähnliche von Raid. Sie sind wirklich sehr, sehr ähnlich, nur dass sie in einem zarten Blushton sind. Der Absatz ist noch ein bisschen dicker und dann dachte ich mir, das wäre doch vielleicht doch noch was Besseres für die Hochzeit. Aber noch unbequemer, absolut nicht zu empfehlen zu kaufen. Sie sehen zwar sehr, sehr hübsch aus, aber es quetscht so extrem. Also, oder sie fallen so klein aus. Ich habe jetzt die in 39. Jetzt lass mich nochmal schauen. Genau, ich trage immer 39, ganz normal 39 habe ich die auch bestellt, aber die sind einfach zu eng. Also die müsste ich wahrscheinlich in 39,5, wenn nicht sogar in 40 nehmen, weil da quetscht es die Füße unglaublich. So, dann habe ich von Be Mine, das sind jetzt die am allermeisten nach Brautschuh aussehen.
und auch so auf den ersten Blick am allermeisten nach Brautschuh aussehen. Sie sind mir aber wirklich eindeutig zu hoch. Auch hier habe ich auf einen breiten Absatz gesetzt. Hier wieder die schöne Sandale und die Schnalle, ganz klassisch, wie es mir gefällt, aber die sind super unbequem. Also da kann ich in diesen Pfennigabsätzen besser stehen und laufen, als jetzt in denen tatsächlich. Das ist so ein weißer Satinstoff, eigentlich ganz schön und vor allen Dingen, wenn du sie dann einfärben willst nachher, nach der Hochzeit, dann ist Satin das allerbeste, weil mit Glattleder geht es ja absolut nicht. Und als letztes habe ich so eine Art Cinderella-Schuh. Plastikabsatz, der ist durchsichtig und hier vorne, das sieht man jetzt auch kaum, ist auch so eine Plastikschlaufe. Das habe ich mir recht schön vorgestellt, ist es auch. Also ich finde auch tatsächlich, als ich sie anhatte, sieht es super schön aus, aber die sind so unbequem. Also hier vorne diese Plastikschlaufe, die ist irgendwie viel zu eng, die quetscht ungefähr. Das kann ich nicht ertragen, absolut nicht. Die sind von Steve Madden. Steve Madden hat unglaublich schöne Schuhe, die haben auch noch, also jetzt, wenn man nicht unbedingt für Hochzeitsschuhe sucht, haben die tolle Sandalen. Das kann ich euch mal empfehlen, da ein bisschen zu stöbern. Die sind hinten schön gepolstert, vorne auch schön gepolstert, dass man gut steht, aber diese Schlaufe hier vorne, die ist unbequem und dadurch, dass die halt aus Plastik ist, kleben sich so richtig schön die Zehen da rein und dann kann man sich gar nicht mehr rühren und das ist nicht schön. Und das war's mit Schuhen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare jetzt rein, welche ihr davon am allerschönsten gefunden habt und welche ihr mir quasi jetzt mal für die Hochzeit am allermeisten empfehlen würdet. Ich habe schon meinen geheimen Favoriten von denen, aber ich habe noch bei anderen Brautshops bestellt, da werden auch noch Hauls online kommen. Einfach weil, also das ist ein Event, da bestelle ich nicht nur bei einem Laden, sondern brauche ich einen guten Überblick und dann werde ich mir daraus den allerbesten Favoriten suchen. Aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Und dann habe ich noch ein Teilchen, ein Kleidungsstück. Das ist ein Bademantel, Morgenmantel sozusagen, wo hinten Bright draufsteht. Der ist weiß mit Spitzenärmelchen und goldene Schrift. Der ist aus Jersey-Stoff. Was natürlich sehr bequem ist, aber was dann in der Gesamtoptik einfach so ein bisschen schlampigen Eindruck macht. Deswegen bin ich mir hier unsicher. Den habe ich in Größe S. Der ist auch fast ausverkauft, da muss man sich beeilen. Mir gefällt der Schriftzug hinten super gut. Der Preis ist voll gut, also da habe ich schon in anderen Shops auch so ähnliche gesehen, die dann viel teurer sind. Aber irgendwie finde ich, er sieht so ein bisschen, ja, billig einfach aus. Oder wie findet ihr das? Ich finde ihn irgendwie auch schön, aber irgendwie halt auch so, ja, nicht so ganz der Wow-Effekt. Aber auch da interessiert mich eure Meinung. Und ich habe auch übrigens einen Instagram-Kanal, wo ich hauptsächlich so Lifestyle-Fotos und Urlaubsfotos poste, aber natürlich jetzt auch dann zum Thema Hochzeit ein paar Fotos online kommen werden. Und für welche Brautschuhe ich mich entschieden habe, wirst du übrigens im Oktober, ich denke Ende Oktober wird das Hochzeitsvideo irgendwann online kommen, in so einem Zusammenschnitt von unserer Hochzeit und da wirst du dann sehen, für welche Brautschuhe ich mich entschieden habe. Und welches Brautkleid ich trage, das habe ich ja gesagt, das steht schon fest. Das hat zwischen Tüll und Tränen begleitet. Die Sendung verlinke ich dir unten, die ist aber nur ein paar Wochen for free erhältlich quasi. Da kannst du sehen, wie mein Brautkleid aussehen wird und dann kannst du dir das auch besser mit den Schuhen vorstellen. Und das war's mit meiner ASOS Haul, ASOS Schuh Haul, Thema Braut. Und ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Es wandert in meine Hochzeitsplaylist, wo auch alle anderen Hochzeitsvideos drin landen werden. Und auch hier verlinke ich dir meine letzten Videos zum Thema Hochzeit. Und ja, ich freue mich sehr über dein Abo und ich freue mich natürlich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dann!